Ja, die sekundäre Immundefizienz ist ein Zustand, eine Schwächung des Immunsystems, hervorgerufen durch eine Erkrankung oder eine medikamentöse Intervention bei einem Patienten. In unserem Fall ist es ja beim Multiplen Myelom die Krankheit, auch bei der chronisch-lymphatischen Leukämie, die Krankheit des Immunsystems. Es gibt noch sehr potente Medikamente wie eben die bispezifischen Antikörper, die haben ja den sekundären Immundefekt mehr in den Fokus gerückt, weil die Antikörper, die vom gesunden Immunsystem produziert werden, im Rahmen dieser Therapie stark abnehmen und damit also dieser sekundäre Immundefekt bei bispezifischen deutlich ausgeprägter ist als bei anderen Medikamenten. Definiert ist der sekundäre Immundefekt dann letztendlich durch eine Verminderung der Antikörperspiegel im Blut des Patienten. Das Wesentliche am sekundären Immundefizit ist, dass es gehäuft zu Infekten kommt. Aber ganz charakteristisch sind natürlich Infektionen wie Lungenentzündung, eine schwere eitrige Bronchitis. Immer wiederkehrende Harnwegsinfekte können dazu zählen. Also das bedeutet, er hat Schnupfen gehabt, er hat Husten gehabt, er hat von Ohrenschmerzen über Stirnhöhlenentzündungen, Kieferhöhlenentzündungen, Augenentzündungen. Das wären so Dinge, die uns dann auch veranlassen, den Patienten vor weiteren Infektionen zu schützen. Ich führe dann schon seit Jahrzehnten ein Register von Myelompatienten und auch von CLL-Patienten. Dann musste ich leider feststellen, dass zum Beispiel beim Multiplen Myelom Infektionen die zweithäufigste Todesursache von Patienten sind und bei der chronisch-lymphatischen Leukämie die Infektion eigentlich die häufigste Todesursache für die Patienten darstellt.